56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur zweiten Episode des YPC Boat 2026. Für ein Team in Gruppe A ging es richtig gut los. Freddy Harbord und Christoph Barrer haben für Nace bereits jetzt die am ersten Angeltag maximal erreichbare Fischanzahl aufs Board gebracht, darunter schon einige richtig starke Exemplare. Monkey Lures ist ebenfalls mit hoher Frequenz gestartet. Bei B1 ziert aktuell der bislang größte Fisch des Tages das Board und womöglich folgt gleich schon der nächste Kapitale für Ino und Frank, denn ihr erinnert euch, am Ende der vergangenen Folge war Brandenburgs Bootsikone mitten im Drill. Aber wenn du hier in die Nähe kommst, pass mit deiner Schraube auf da hinten. Das ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Macht richtig Ballett mit einer 21 Gramm Route hier. Oh ja, Franks Einweihung von der Rodfather Cast. Ja, wurde hier schön ausgestattet. Habe ich ihm gestern in die Hand gedrückt. Nicht, dass der Ja, und die hat jetzt natürlich zu kämpfen. Guter Einstand für die Route. Ja. Also ich bin soweit. Ja, der ist noch weit unten. Ja, der Fisch ist noch nicht so. Der steht aber gut da unten, wa? Fucking hell. Ich hoffe, der ist nicht gehackt. Oh, was steht der da, wa? Ja, Unglaublich. ich hoffe, der Biss war engartig. Nach dem Karpfen von vorhin. Ja, aber hier auf der Tiefe würde mich das sehr wundern. Auf jeden Fall ein großer Fisch. Bist du nicht so sicher, ob der regulär gehakt ist, oder? Ja, der Biss war eigenartig. Okay. Merkst du den Kopfschläge? Ja. Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Kann auch manchmal die Pflanzenwasser sein dann, ne? Ja. Aber ich meine, Bei unsere Graskarpfen. ganz also, große bei uns Brasse im kann Ort, hier auch kennst du stehen, sowas? aber würde mich wundern. Aber der ist so schwer, der Fisch. Das ist ein richtiger Brummer. Ja, guck mal, wie der abzieht. Ich kann mir noch einen Tee einschenken hier, bis der Fisch. Ah, jetzt. Normal. Bitte, lass das ein guter Hecht sein, Mann. Ja. Ja, jetzt gewinnen wir wieder ein paar Meter. So spannend, was das ist. Ja, der Biss kam so. Also Ja, der, manchmal hakt mein es. Bart hat auch ganz vorsichtig unter Bootsdung. Ne? Ja, Wer weiß. er macht halt. Ich dachte erst, das ist ein Hänger, weil der schon so stand. Ja. Kommt gleich ein bisschen Welle, nicht erschrecken, aber nicht viel. Das, pass auf, jetzt sehen wir ihn. Jetzt sehen wir ihn. Ja, guck mal. Das ist ein Hecht. Nee. Das ist ein Riesenzander. Ja. Ach, Ah, nee. Guck mal. Ah, nee. ach, wie schade, Mann. So ein toller Fisch. Ja. Hab's gedacht. Soll ich die Ebnezange holen? Ja. Kann man Ja, fest. lesen wir. Ah, Ja, ich hab's mir schon ein bisschen gedacht. Zeig mal. Wir freuen uns ja über jeden Fisch, das man sieht. Guckt euch den Burschen mal an hier. Zählt leider nicht. Geht zurück. Ah, vielleicht beißt du mal. Komm. Ja. Shit. Okay, weiter. Ein etwas ernüchterndes Ende für diesen Fight. Schade. Bei Livingston machen derweil nicht nur die Köder Lärm. I told you they like the zombie cover. I lose it. It was a big one this time. Keep casting. They are there. So, welcome to episode 2. Livingston team, Mika. We're gonna keep grinding. Pike for the moment. Yeah. And maybe in between, if we see some perch or something, we're gonna change. The But episode 2 it starts good for me. Strike in the beginning.
Yeah. In so the on first net. first cast on the episode. So let's cross finger and tell us what you think about Livingstone lures and having the bait fish sound inside the lures. Is that an advantage or is that unfair or not? Herzlich willkommen zu der nächsten Episode YPC Boat. Team Monkey Lures ist dieses Jahr auch wieder am Start. Und falls ihr die erste Folge gesehen habt, sind wir ganz gut ins Turnier reingekommen. Wir haben erstmal die Full Card, so wie man sie nach dem ersten Tag haben kann. Aber wenn man sich natürlich die Längen genauer anguckt, weiß man, das wird nicht reichen, um ins Finale zu kommen. Deswegen unsere Mission heute hier am Volkerak, unser, ich sag jetzt mal, Lieblingsgewässer, was wir meistens befischen, größere Fische fangen. Ja, wir werden noch mal ein bisschen Spothopping betreiben. Das hat jetzt gut funktioniert. Wir haben einige Fische bekommen. Wir werden gleich noch mal so Mikrospots anfahren. Und dann müssen wir uns gut überlegen, was wir mit der Power Hour machen. Ob wir entweder pelagisch angeln oder noch mal ein bisschen die Kanten abschleppen. Aber wir machen erstmal den Platz hier zu Ende. Ja. Und dann gucken wir weiter. Hello guys, welcome in the new episode. And I hope we do better than the first one. But it's really not easy for us, so we need to continue and hope to catch some fish. See you later. Change the tactics. Huh? Change the tactics. No. We stay, we do the same. Yeah. Because Yeah, we change don't the, have a lot of other spots, and I mean we have them, but they are not really working. We both do not know the lake's good here in Holland. Ken is the first time here. I'm the second time. So I think we will just not waste time on driving forth and back. We know that we see that here's fish. We see that the structure is good. We see that there is wheat, and we got already bites. So if we would have converted all the bites into fish, we would be already not bad in the scoreboard. Not bad. So from what I see in the group, there's not. I mean, they're catching more than us, but there's not a lot of action. So. Rick und ich sind zurück an dem Spot, wo wir heute Morgen gestartet sind, also quasi in unserer ersten Folge. Und sind immer noch verzweifelt auf der Suche nach einem Barsch. Ich könnte eigentlich sogar sagen nach einem Fisch, denn wir haben noch keinen Fisch in die Wertung gebracht. Ja, es ist einer dieser Tage, wo es gar nicht läuft wie geplant. Und also es ist echt zum Mäusemelken, kann man sagen. Aber wir geben nicht auf. Beim Angeln kann viel passieren in kurzer Zeit. 2 müssen wir heute fangen, sonst ist es auf jeden Fall vorbei. Hoffentlich gelingt uns das noch irgendwie. Aber jetzt machen wir erstmal den Spot und dann sehen wir weiter. Bevor wir die Anmoderation mit dem Spitzenteam abschließen, ein schneller Blick auf die Karte. S-Arsch und Ilex sind die einzigen Teams auf dem Haringfleet, aktuell auf der südlichen Uferseite gegenüber der Spui-Mündung. Chrono Cash angelt nach wie vor auf dem HD. Livingston befindet sich ganz woanders, nämlich östlich von Amsterdam auf dem Goi-Meer, während sich B1, Monkey Lures und Nace auf dem Volkerak tummeln. Ino und Frank recht weit westlich, Luis und David zentral auf Höhe der Schelde-Rheinkanalmündung und Christoph und Freddy stehen ein gutes Stück westlich davon. Mit klarer Mission. Ja, wir haben 2 Strategien, wie wir jetzt hier versuchen, den Zander zu fangen. Das eine ist ein kleiner Köder über Bleit, sodass sie nicht ganz so viel Zeit haben nachzudenken, die Fische, und eigentlich sich sofort entscheiden müssen, wenn sie sich entscheiden. Und die zweite Strategie ist ein deutlich größerer Köder. Ich fische jetzt 7 Gramm, so auf 9 Meter, 8,5 würde ich sagen. Und fische den ultra brutalst langsam. Ganz langsam über Grund. Der schwebt da unten wirklich nur so lang. Ich drehe den manchmal auch einfach nur über Grund langsam ein, halte den so ein bisschen über den Fischen. Und die Strategie ist, dass vielleicht der große Köder eher einen großen bringt und der kleine eher überhaupt einen Fisch. Wir wollen das Thema eigentlich gerne schnell abhaken mit dem Zander, um uns dann um die großen Barsche zu kümmern. Ja, schauen wir mal, ob uns das gegönnt sei. Wieder ab, wieder ab, wieder ab, wieder ab. Ich habe jetzt ganz langsam geschliffen. Ganz langsam über Grund geschliffen. Oh. Oh, Biss. Beim Schleifen?
Nee, beim Jing. Dann nochmal. Ja. Der könnte vielleicht wieder ein paar Zentimeter bringen. Haben wir den Kleinen? Oh ne, der wird uns nichts bringen. Jetzt kämpfen wir um jeden Zentimeter. Ja. So hart. 35. Ich muss wirklich sagen, die Angelei macht mega Laune. Man kriegt super viele Kontakte mit dem Köder, kann schnell die Fläche absuchen. Das macht einfach richtig Spaß. Fisch. Barsch. Ja. Kleiner? Nicht so groß, aber ist okay. Jetzt habe ich mich hier reingefischt in das Ding. Ja, das ist ein Maß. Hat auf jeden Fall ein Maß. Ja, das ist die Technik. Ey, Ino, perfekt. Jigspinner schleifen, Ja. wer hätte es gedacht? Ja, wir haben uns hier so langsam reingefischt. Das ist ein 30,5er Barsch, also 31. Wir stehen hier immer noch auf den 6 Metern und haben herausgefunden, dass der Turbo Louis als Inferno Tiger, also ein richtig grelles Fire Tiger Design mit einem goldenen Blatt, scheinbar trotz der Wassertrübung und der Tiefe, die wir hier haben, die Farbe ist, die sie am ehesten wollen und dass man ganz langsam fischen muss. Also wirklich halbe Kohlumdrehung. Ich schleife den fast über den Grund, sodass er gerade einmal anläuft. Jigspinner schleifen. Unorthodox. Während der Turbo Louis liefert, gönnt sich dessen Entwickler eine Pause. Serviette noch raus. Immer dasselbe, so ist er bei YPC Boat. Einer macht die Arbeit und der andere ist da wieder am Snacken. Ein guter Angler hätte heute Morgen ordentlich gefrühstückt, dann hätte er den ganzen Tag nicht mehr essen müssen. Aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe heute Morgen keine Zeit gehabt zu frühstücken, so wie du, da schön. Ja, weil du wieder ausgeschlafen hast, wie immer. Ja, zweimal einen Wrap reinbeißen und dann geht's weiter. Kurz die Akkus wieder aufladen. Schön. Bouge. Il faut reprendre notre série de... Du Bui. Okay, let's go. Barra. Der muss hier kommen. Der kommt nicht. Meinst du? Ja. Ich würde gerne woanders angeln. Ja, wo denn? Hinten, also auf Barsch. Ja, aufgeben mit Sanna. Ja, also ich würde es nicht alleine jetzt einfach sagen oder entscheiden. Ja. Aber das wäre, wenn ich entscheiden müsste, alleine, würde ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr Zander angeln. Denk dran, wir haben unter Umständen nur 4 Stunden Angelzeit. Ne? Das kommt noch ein bisschen hinzu. Wenn, dann kriegen wir da am ehesten irgendwo einen Zander. Wenn wir nur kleine Dinger fischen dürfen. Ja. Also Freunde, es ist ganz schön ruhig in der Gruppe. Also anscheinend ist die Fischaktivität heute nicht ganz so gut drauf. Auch an den besten Stellen nicht. Deswegen werden wir jetzt die Power Hour nutzen und wir werden tatsächlich schleppen. Ja. Wir werden Crank schleppen. Dafür nutzen wir den Power Vibe 55. Der läuft circa auch auf 6 Meter Tiefe. Der kommt bis zum Boden, wenn man den wirklich an langer Schnur und mit einer guten Geschwindigkeit führt. Wir fahren über 3 km/h, 3,2, 3,5 km/h, kriegen dann bis zum Boden und dann werden wir jetzt einfach an der 6 Meter Linie entlang fahren und hoffentlich einen vernünftigen Hecht bekommen. Das hört sich gut an. Das ist ein Plan. Gut, dann machen wir das so. Hast du gesehen, Ino hat 1,4 Meter Hecht, ne? Nee. Ja, aber schon länger. One more. Fuck it. No way. Was a good strike or a shit strike? No, it was a shit strike. Net. It's not so big. Oh. Looks good, Mark. It's a big fish. It's not so big, but it's good. It's good enough. Look, he's spitting out all the small birds. They are feeding now, so we need to hurry up a little. Der erste Fisch für Ilex Ganke. Schöner Barsch.
auf einen Knocking Jean. Und der hat 42,5. Okay, also 42,5 sind 43 cm fürs Turnier. Das ist gut. So, und der darf direkt einmal zurück. Oh, bin ich froh, dass der im Kescher gelandet ist. Und Erfolgsköder hat sich für uns im Training zumindest rausgestellt, egal ob auf dem Volkerak oder hier, ist der Ilex Knocking Jean. Damit konnte ich ja bereits im letzten Jahr schon zusammen mit Gail dieses Live-Fishing-Event gewinnen. Das ist ein richtig guter Barschköder. In dem Fall einfach eingekurbelt. Man kann ihn auch über den Grund hüpfen lassen, aber hier wurden sie es eingekurbelt. Und dabei habe ich eine im Moment sehr neue Route. Wenn ihr das schaut, vielleicht gar nicht mehr so neu, super neu. Und das war jetzt die neue Showtime-Serie von Ganki. Und das ist die 2,15 Meter MMH, also Medium Heavy. Hat ein Wurfgewicht von 5 bis 21 Gramm. Das Besondere an der Route ist, es ist eigentlich eine Route zum Angeln mit Finesse-Rigs wie Texas, Carolina und so. Die hat hier vorne eine Solid-Tip drin. Aber da die Fische so ein bisschen spitz beißen und man so ein bisschen den Anschlag verzögern muss, ist es eben auch bei so Ködern, die man einkurbelt, gar nicht so schlecht mit so einer Solid-Tip. Gibt es bei Baitcast-Routen relativ selten. Ist eine geile Route zum Barschangeln, leichten Sanderangeln. Also wer sowas mag, sollte sich die Showtime-Serie auf jeden Fall mal angucken. Es hat lange gedauert, aber während die meisten anderen Teams ein Mittagstief erleben, bringt Marc den bislang tagesbesten Barsch aufs Board. Die Erleichterung ist spürbar. Weiter geht's. Oh man, okay, two more. In those 10 minutes we are here, we already could have had the tree. Allez, viens, on se casse, Steph. On va faire un autre. Là, faut trouver une solution parce que là, on est dans la merde. Là, ça pêche pas. Allez, we catch nothing. Nothing. Not even one single bite. Again, changing colors. Just for the head, so that after you can tell it to yourself, you did everything you could. Look like we struggle to get one more bite of pike, so let's try something else. We're gonna go a little bit more shallow, a little bit more weedy, and try to get some perch and maybe zander later. But first we're gonna focus on perch. Let's go. Wir starten jetzt also die Power Hour. Leute, ist klar, bei uns auf dem Boot, wir haben natürlich fette Garmin-Technik an Bord, also nutzen wir die Chance, unser Livescope-System zu nutzen. Wir wollen aber nicht jetzt klassisch pelagen, weil wir im Training und unter Buschfunk sozusagen gesagt haben, dass es unheimlich schwierig ist, einen Zander hier pelagisch drauf zu kriegen in einer Stunde. Wir haben an dem Spot hier den Zander verloren, wir haben ein paar Barsch gefangen, ein paar Bisse, also erscheint schon gut, so dass wir hier Livescope anmachen, um jetzt Barsche zu suchen, wo die umhermoven, vielleicht auch mal den einen oder anderen größeren Räuber. Und wir haben festgestellt, dass sowohl die Zander als auch die Barsche wirklich sehr, sehr schnell Strecke machen an den Spots, dass wir denen so ein bisschen auf den Fersen bleiben können und sehen können, okay, die Barsche bewegen sich nach rechts oder nach links. Das ist, denke ich, jetzt die effizienteste Nutzung der Technologie dann für unseren Fall. Und genau, deswegen wird jetzt Frank Wir bleiben also beim Powerfischen halt, arbeiten unsere Spots an. Wir haben mal eine Route bereitgelegt, wenn wir einen Fisch mal anwerfen können, aber gucken spezifisch, ob wir noch einen großen Barsch fangen und vielleicht den Zander-Spot genau außerkundschaften. Also, let's go! Wir müssen noch mal einen zweiten holen davon. Fisch, guter Biss, richtig guter Biss. Der hat mich überrascht. Es kommt. Fisch. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Unbelievable, hè? Oh, Mann. We are really unlucky. Oder anders? Vangt man een barsch, dan is een angeltak am Arsch. Es ist wieder Zeit, etwas Liebe zu verschenken.
Nur vom 6. bis zum 12. Februar feiern wir Valentinstag. Was das bedeutet? Einfach im Aktionszeitraum für mindestens 100 € beliebige Produkte shoppen, den Valentinsgutschein in den Warenkorb legen und den Code HB-Liebe50 an der Kasse eingeben. Schon wird das Produkt genullt. Anschließend kommt dieser Gutschein via Post zu dir. Zeig deine Liebe. Alle weiteren Details zur Aktion findest du im Beschreibungstext vom Valentinsgutschein. Nur auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. Ein Jahr habe ich an diesen Ködern gearbeitet und nun ist er perfekt und endlich im Handel. Es handelt sich um den Turbo Louis, der erste Metallköder von Monkey Lures. Wir haben 4 Gewichte, 6 wunderschöne Dekore mit viel Liebe zum Detail, Lean Bream, Perchzilla, Carpe Nostra, Snails Calabrese, Inferno Tiger und natürlich darf Chili Cheese nicht fehlen. Also, die Teile sind heiß begehrt, checkt sie ab bei eurem Monkey Lures Dealer. Hast du dich ein bisschen erholt in der Pause gerade? Ja, ja. Schön satt, ausgeruht. Hättest mir Nicht mal Zeit zum Runterschlucken. Ja. Hättest mir noch einen Kaffee ins Gesicht kippen können. Die Tonnenfundamente muss man dringend langsam ausfischen. Entweder ein C-Rig oder ein Free-Rig oder eine Craw. Oder mit einem Net-Rig. Nace ND Net. Einer meiner absoluten Lieblingsbarschköder. Und jetzt gehen wir auch ein bisschen mehr ins finessige Fischen rein und versuchen jetzt die großen Barsche langsam zu fangen. Da habe ich mich am meisten heute drauf gefreut, Christoph. Aus Barschangeln. Worauf? Aus Barschangeln. Ja. Ich hatte gehofft, dass wir dazu übergehen können heute. Höchste Präzision bei Nace. Monkey Lures dagegen setzt jetzt auf größtmögliche Flächenwirkung. Das große Schleppen kann beginnen, oder? Ja. Wir starten die Power Hour. Wenn jetzt versuchen, an einer Kante lang die Köder lang zu ziehen und hoffentlich bleibt da irgendwo ein Hecht kleben. Gut. Die Power Hour mit dem Power Vibe. So. Okay. Ah, das ist doch mal ein entspanntes Angeln hier. Schön im Sitzen. Ah, herrlich. Bugmotor eingestellt, wie wir fahren wollen. Richtige Geschwindigkeit. Was hast du eingestellt für eine Geschwindigkeit? 3,4. 3,4. Okay, Abfahrt. Immer gern. Fisch. Barsch. Genau. Kein großer, Super. aber. Ja, wir haben unser Barsch, ey. Wir haben ihn noch nicht, aber wir kriegen ihn hoffentlich. Kurz mal versetzt. Ja, ich habe jetzt mal von der anderen Seite über die Muschelbank geschliffen da. Ist ein kleiner, aber ey. Ja, oh, jetzt haben wir zumindest die 3 Barsche erstmal. Petri. Oh, das ist taktisch für uns jetzt echt wichtig. Ja, ja. Ist auch wieder so das Format, vielleicht sogar der kleinste von denen. Ich schätze den eher so auf 28 oder was. Machen wir mal schnell das Maßband nass und dann gucken wir. Oh, 30. Ne? Also 29,7 oder so. Ja, nochmal ein 60-Punkte-Barsch. Die müssen wir uns hier echt zusammenackern, die Fische. Frank hat uns gerade nochmal versetzt, dass wir über diese Muschelbank rüberkommen. Ich habe jetzt mal einfach mit der Strömung den ganz langsam durchgeleiert, also auf dem Boden so kratzen lassen. Und da kam der jetzt. Sehr befreiend. Den melde ich jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir Hecht angeln. Einer Fat Louis, einer Real Vibe. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit gewonnen, habe ich so das Gefühl, für diese Aktion. Und können noch mal überlegen, ob wir tatsächlich in Richtung trüberes Wasser fahren, vielleicht sogar noch. Alles keine nennenswerten Barschgrößen. Mit dem Meterhecht im Rücken kann W1 sich aber erstmal über jeden Fisch freuen. Bei S-Asch dagegen ist man ratlos, wenn ich recht
verstehe? Non, on va aller voir un peu plus loin les brocs. Ouais, ouais, bah, sur la ligne droite là-bas. Ouais, dans le chalot là. Ouais. Ah, mais oh, là, je sais plus quoi faire. Là, déjà, je sais plus quoi faire. Richtiges Bratkartoffelwetter hier. Ich sag's dir. Also alle, die mich kennen, wissen, dass ich schnelles Bootfahren nicht so mag. Entschuldigung. Aber das Ding hier läuft so gut, dass ich bei 70 Kartoffeln essen kann. Ein gutes Zeichen. Gut performt. Okay, sehr gut. Boah, eine Scheiße, ey. Mit dem Wasser. Ach, das bildest du dir nur ein, Christoph. So schlimm ist das alles gar nicht. Fisch schon. Ja. Ich weiß, aber da bin ich schon einmal ganz gut drin. Ah, it's not so big. Warte, ja, it's nice. It's take it. Okay. It's 12:37 or something, I think. Should be over 35, 36. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der Moment der Wahrheit ist, ich sehe es gar nicht richtig, 37,5. 38 für den YouTube Predator Carbot. Ein schöner Fisch, aber davor habe ich einen dickeren verloren und leider verlieren wir mehr Fische, wie wir fangen. Das ist schlecht, aber immerhin haben wir jetzt schon mal 2 Barsche, die waren uns wichtig. Da geht er dahin. Erfolgsköder wieder der Knocking Jaw in 14 Gramm. Gibt noch in 10 Gramm, jetzt 14 Gramm, diesmal über den Boden gehüpft, beim ersten Fisch einfach durchgekurbelt. Muss immer so ein bisschen ausprobieren, was sie gerade wollen. Hier sind auf jeden Fall einige Fische unterwegs, aber sie beißen sehr, sehr spitz. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir noch ein bisschen Barsch angeln oder ob wir sagen, wir versuchen lieber noch einen Zander zu fangen, kommen später noch mal. Ist immer guter Rat teuer. Ich werde das mal hier mit meinem Angelbuddy besprechen. Ah, da war er. Da. Hast du gerade den Kundenkleber griffbereit hier? Da war der große Barsch gerade, Leute. Ich hatte ihn dran. Das ging schnell. Aber er hängt leider nicht. Deswegen Gummifischkleber von Fisch gibt es im Hecht- und Barsch-Shop. Ist der allerbeste Kleber aus meiner Sicht. Halber Tropfen reicht und dann ist der Net für immer am Bleikopf dran. Am Tungstenkopf. Das ist auch wichtig, denn wenn man Fehlbiss kriegt und der Net vom Haken runterrutscht, dann kann man nicht weiter fischen. Das ist mir gerade passiert. Ich habe den Biss gehabt, angeschlagen, habe gemerkt, der Köder ist vom Haken runtergerutscht, weil er schwerer war im Wasser. Und da sind oft 2, 3 Barsche nacheinander. Das heißt, man kann nicht weiter fischen. Deswegen ist wichtig, dass man die anklebt, die Köder. Denn wenn jetzt der nächste Biss kommt, rutscht der nicht vom Haken und dann fische ich ganz langsam weiter. Und oft gibt es danach noch einen zweiten Biss hinterher. Deswegen ist es das auf jeden Fall die Mühe wert. Until what time is the dropping time? Like 18, so it's dropping basically the whole time now. So that's good. Sorry. Come on. My fault. No. Für den Spot jetzt vielleicht auf dem oberen Bildschirm ganz oben rechts seht ihr diese Krautfahnen. Jetzt haben wir 2 Meter. Die gehen eben bis zu einen halben Meter unter die Oberfläche. Da versuchen wir durch und drüber zu angeln, da die Fische drin stehen und lassen uns dann gleich mit dem Wind wieder zurückdriften. Wir steuern jetzt nur ein bisschen gegen mit diesem fußlosen oder kabellosen Pedal. Das ist eigentlich sehr schön zu machen, dass man praktisch hier, guck mal von der Bedienung her, sehr einfach. Hier gibt man Gas. Damit gibt man die Geschwindigkeit hoch und runter. Und wir wollen jetzt eine gezielte Drift anfahren, lassen uns eigentlich vom Wind treiben, halt nur ab und zu mal ein bisschen gegen, dass wir nicht zu viel Geschwindigkeit machen. Also wir wollen unter 1 km/h bleiben, genau. So um den km/h und Driftgeschwindigkeit. Ja. Haben hier alles in Sicht, traditionell Karte drauf, wo wir vorhin die Fische hatten, ein Sideview, Clearview und hier der große Bildschirm ist für unser Livescope. Jetzt haben wir hier unsere Daten drauf. Für uns mal maximal 57 Knoten, war schon nicht ordentlich, nicht schlecht. Für mich ist das
Lichtgeschwindigkeit auf dem Boot, auf jeden Fall. Also von daher. Genau. Ja. Ja, und wir sind damit natürlich auch leise unterwegs, ne, dass wir jetzt keine gezielte Abdrift mit dem E-Motor machen, sondern den wirklich nur verwenden, um uns mal ein bisschen anzustellen oder mal zu bremsen oder einen Spotlock, wenn wir einen Biss haben. Ja. Weil die Fische hier auch echt viele Boote sehen, denke ich, eine ganz gute Sache, dass wir dann den Wind für uns arbeiten lassen. Und jetzt ist eben hier der Wind auch so, dass wir, glaube ich, vom Tempo her ganz gut ausreichend Fahrt machen, aber nicht so schnell werden. Vorsprung durch Technik im besten Fall. Bei Luis und David hat die Power Hour aber noch keine Früchte getragen. So, jetzt haben wir einen Bereich an der Kante abgefischt. Ich habe tatsächlich einen Biss bekommen, 2 Kopfstöße und dann ist er direkt ausgeschlitzt, der Hecht. Ja, wir fahren jetzt ein Stückchen weiter runter. Da haben wir noch einen Bereich, wo sehr viele Brassen stehen. Wir schleppen da einmal durch, in der Hoffnung, keine Brasse zu haken und da ein Hecht zu bekommen. Und ja, so ist das. Das ist immer mit der Power Hour. Weiß ich nicht, das ist immer schwierig bei uns, oder David? Eigentlich. Letztes Jahr haben wir auch angefangen zu schleppen in der Power und haben wir dann direkt abgebrochen, so weiß ich nicht. Das ist, wir fühlen das nicht so ganz, dieses. Ja. Aber es kann sehr effektiv sein und. Wir gucken mal. Der nächste Platz wird, glaube ich, besser. It's not a fish. Oh, it's a fish. It's not a fish, it's a fish. It's a Oh. Unbelievable, ja? Wow. Ja, jetzt ist leider der nächste Fisch verloren gegangen. War in dem Fall ein Zander. Den haben wir da vorne noch gesehen, wo er abgegangen ist. Heute ist nicht unser Tag, muss man leider so sagen. Und wie es dann am Ende immer so ist, rennt einem so ein bisschen die Zeit weg. Immerhin haben wir 2 Fische gefangen, aber haben auch schon jede Menge Fische verloren. Und fragt man sich immer, woran hat es hier gelegen? Alter, dicker Barsch. Das ist genau das, deswegen wir hier sind, Christoph. Ja. Großer Barsch. Richtig großer Barsch. Ja. Auf die neue Nace Craw. Ja? Ja. Unsere Reha ist schon so doll, dass ich sagen würde, das könnte auch ein kleiner Hecht sein, aber ich sag, das ist ein richtig fetter Barsch, Alter. Ich auch. Eine Fuffi-Maschine. Ich auch. Würde uns sehr gut stehen, ey. Kämpft wie ein Frittenzander, um ehrlich zu sein, aber es ist, tun die richtig großen Barsche leider auch. Ich bin so aufgeregt, ey. Bitte, 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 bitte. Sei, was du sein sollst. Nein, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Er kämpft wie ein Zander. Aber den wolltest du auch haben, ne? Oh! Ärgerlich. Also Barsch wäre besser, aber... Oh! Aber egal, den kriegen wir auch noch. Na gut, okay, wir haben die Zander voll. Boah, ich bin sprachlos, ey. Ich hab's noch im Drill gesagt. Kämpft komisch. Ich hätte mit so einem 51er, 52er Barsch gerechnet. Leider nein, aber auch gut. Vorsichtig hier lösen. Da hängt der kleine Freund. Super, super schöner Krebs, neu von Nace. Checkt's mal ab. Aber jetzt erstmal schnell. Oh, ich wollte den gerade reinschmeißen, weil es so ein kleiner ist. Nee, den schmeißen wir besser nicht rein. So klein ist der gar nicht, ja? Nee, es ist ja. 60er? Na, das vielleicht nicht, aber Ende 50 würde ich sagen, ne? Ja, 59. Okay. Hui. Auf dem Großbarsch-Spot stand da rum. Aber das wird nicht der letzte sein, der sich diesen Krebs heute schnappt. Dustin hat mir noch eine Handvoll von den Krebsen geschickt. Ich glaube, sonst aus dem Nace-Team hat die noch keiner. Oder nicht viele. Extra fürs Turnier. Kommt bald auf den Markt. Aber jetzt erstmal schnappt sich den jetzt ein Barsch. Das ist jetzt der nächste Plan. So. Nace hat damit alle Zielfische doppelt. Durchaus ein wichtiger Fisch also. Freddy ist dennoch zwiegespalten. So, weißt du, ich habe die ganze Zeit diese schönen Muscheln gespürt, so wie du auch. Genau in dem Spot.
hättest du dich beim Jiggen vorhin sehr drüber gefreut. Ja, wohl wahr. War nicht der schlechteste Fang jetzt, ne? Ja. Den nochmal so nebenbei mitzunehmen. Fisch. Fisch. Ja, ich kann's Auf noch. den Swimbeet. Nee. Nee, das ist noch. Auch Gummi. Lass mal. Irgendwo das aus, ne? Ja, ich aus. Diesmal. Langsam. Unterm Boot ist immer gefährlich. Da will man den echt nicht haben. Schön langsam. Ja. Ja, das Dumme ist, dass wir driften jetzt auch noch. Können Sie jetzt Anker reinmachen? Mach mal jetzt Spotlock. Wir sind weg vom Motor. Mach mal jetzt Spotlock bitte. Okay. Lass mal laufen. Jetzt kommen wir. Muss nicht verlieren. Muss nicht verlieren. Komm, Baby. Komm, rein damit. Heb an. Ja. Wir haben ihn. Ey, Ino. Richtig gut. Bam! Ey, Maschine. Richtige Maschine. Gut, dass jetzt mal der Schöner Plan so ein bisschen aufgeht, ey. Ja. Ist auch nur im Drilling, glaube ich. Ey, Ne? Ino. Maschine. Sehr gut. Richtig gut. Oh, ist auf Krasser jeden Angler. Fall kein schlechter Fisch. Okay, Wasser. Geht. Ja. Dieser liegt hier. Sicher ab. Springt gerne mal. Ja. Schöner Fisch. Ja, hat er. Über 80. 83. Aber was man sieht, ist auch, dass die Hechte hier schnell abwachsen. Ja. Echt einen kleinen Schädel und einen richtig dicken Körper. Und auch einen breiten Nacken. Ich habe vom Nacken erstmal gedacht, das wäre ein 90er. Oh, ein schöner Fisch. Guck mal, wie der Ja. aussieht. Er sieht Ja. wie gemalt sieht er aus von der Färbung. Echt ein toller Hecht, ne? Ja, Das sieht echt schön aus. Geile Teil. So. Da schwimmt er. So, jetzt muss ich erstmal mein Käsebrot beißen. Aber jetzt müssen wir vor allem überlegen, wie wir weitermachen. Jetzt Frank. wird nicht gegessen, jetzt wird weitergemacht. Pass auf, ja, okay, Wir brauchen aber... größere Barsche, normalerweise. Warte mal, Frank, pass mal auf. Also, wir haben jetzt zwei 80er Hechte Ja. und einen Meterhecht. Wir haben jetzt hier zweimal innerhalb von einer halben Stunde einen Hecht gefangen. Und fast an der gleichen Stelle. Ich würde sagen, dass wir vielleicht dem Spot noch sogar ein kleines bisschen geben, weil ein Meterhecht sind 20 Punkte, ein 40er Barsch sind 20 Punkte. Also wir haben noch sehr viele 20 Punkte liegen, sozusagen. Wenn wir jetzt gerade hier sind und die Fische beißen und wir haben gefunden, welcher Köder funktioniert, wollen wir nicht noch die Stelle ein bisschen ausfischen oder noch eine kleine Drift machen, Okay, verstehe. da vorne kurz probieren, weißt du, und dann vielleicht trotzdem an der Stelle und Wir haben rüber. jetzt ein bisschen über 2 Stunden Zeit noch. Deswegen können wir noch eine halbe Stunde. Genau. Wir lassen die beiden mal taktieren und schauen kurz auf die Zahlen. B1 ist dank des starken Hechtscores mittlerweile an Monkey Lures vorbeigezogen, während Nace nach dem Zander im Durchschnitt nun bei knapp 86 Punkten pro Fisch liegt. Die Zwischenbilanz beschäftigt Christoph und Freddy allerdings wenig. Stattdessen diskutiert man die suboptimale Windprognose für die kommenden Tage. Stell dir mal vor, wir müssen von Land aus angeln. Das ist ja geil, ne? Hat er gestern als Option gesagt. Ja, aber das ist ja Quatsch. Keine Warthose mit. Hast du mit? Hab ich nicht mit, sag ich. Achso, ich habe eine mit. Ja? Ja, klar. So ein bisschen Boot. Kommt man drauf, eine Warthose mitzunehmen. Weiß man nie, ne? Wenn man irgendwo beim Trailer oder sowas mal eine braucht, irgendwo, weil irgendwas nicht mehr geht. Oder abends noch eine kleine Bobspaß-Session. Das ist unkollegial, dass du so eine Warthose mitnimmst, aber mir nicht sagt, dass ich auch eine mitnehmen soll. Das reicht ja, wenn einer eine hat, wenn es ein Problem gibt, oder? Wolfsbarsch angeln, einer steht im Wasser und der andere hat keine. Reicht doch, wenn einer eine hat. Ja. Wenn einer einen fängt. Ja. Hauptsache, wir haben was zum Essen. Now we have one shoulder, 6 meter on one side, 1.5 meter on the other side. Not too much grass on the drop, but a lot of bait fish on really a long stretch. So I'm going to target perch, and here I'm going to use the crankbait, the Vapor 50. So it's the Vapor Deep. It's a deep version, and it's what we call a cardboard lip. The advantage of those cardboard lip, you can see they are really thin, so they are cutting the water really fast. So those crankbait are really aggressive in the wobbling action. The wobbling action is like cutting like a knife through the water. So this increases the wobbling
incredibly. So think about it when you want an aggressive action and a lot of vibration on a crankbait, choose a cardboard lip, and of course EBS inside, you have the sound included. Hey, let's try. Ein Fisch an der Oberfläche, ne? Siehst du das, oder? Fisch. Fisch. Fisch? Ja. Hier vorne am Fundament. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Was? Fahr zurück nach da. Der ist am Fundament. Ja, ich weiß. No one. Alex, please. Yeah. Big parts, I think. Wo ist der Barsch? Weiß ich nicht. Gleich ist er auf jeden Fall ab. Oh, Zander? No, it's a asp. Ah, no. Oh, fucking hell. Fucking hell. Oh. Sorry für den Stress. Nee, alles gut, alles gut. Die Schnur ist um den Ja, alles gut. Voller rum, ne? Zander. Nee. Zander war da. Nee. Davor. Oh ja. Der Power Vibe hat wieder geliefert. Haben wir die Zeit nicht komplett hier verschwendet mit der Power Hour. This day is getting better and better. 74. Ist weit, Alex. Oh, thank you. No fish. Unsere letzten 2 Stunden laufen. Wir setzen jetzt nochmal alles auf den Zander. Die Barsche haben ja nicht ganz so geil mitgespielt, wie wir uns das erhofft haben. Also gebissen haben sie, nur blieben sie nicht kleben. Also sehr, sehr spitz gebissen, dann noch einen Zander verloren, sehr ärgerlich. Jetzt versuchen wir eben noch wenigstens Zander zu fangen, dass wir mindestens 2 Fischarten haben. Besser wäre natürlich, wenn hier noch ein Hecht mitkommt. Aber jetzt erstmal Mission Zander und hoffen, dass die jetzt beißen. 1 hour, 45 minutes more to go. Nothing else happened after the asp, which was fun, gave us a bit of energy. We know that the fish is here. It's only about to get the activity time of them. So now we are trying. We were on 5 meters, casting into like 3 to 2 meters. Now we are going a bit deeper. We're at 8 meters and casting towards 4 meters. Let's see, hopefully, at least we can get 1 perch, 1 zander. So at least we have all 3 kind of fish. Eigentlich ja wirklich ein Traum-Barschwetter, ne? Ja, Sonne, Wind, ein paar Wolken dazwischen. Dann haben die aber wirklich nicht gefressen heute, weil witzigerweise hat ja auch noch keiner wirklich einen großen Barsch gefangen, ne? Hast du noch mal geguckt eben in der Gruppe? Ja. Kam noch irgendwas anderes? Ja, so ein 43er kam noch mal, irgendwie sowas, aber halt nichts, was irgendwie gefährlich wird, ne? Ach, da war er. War er da? Ja. Da war er auch. Und was los? Fisch. Fühlt sich aber wie ein kleiner Zander an der Welt zu sein. Zander, Futter, Zander. Das ist ein gutes Gefühl heute. Aber ein kleiner. Ach, der ist zu klein. Ne, 33. Das ist schon noch Fisch. Doesn't matter at this stage. Tiny Zander. Or a really tiny zander. Might be sizable. Yeah, it's around 42. Yeah, but... So, it's not the biggest zander out there, but finally I also have a fish. Oh, it's big enough. It's 45.
Yes. Hey, that was first cast. That's not good. No, Now but the rest of the day I'm fucked. no. It's not your first cast. Really not. Qui c'est? Marc. Marc? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Sandre. Combien? 45. Putain. Et il a fait une perche tout à l'heure aussi. Ja. Fisch. Dürfte ein Barsch sein. Mal schön Druck, ne? Hängt der? Der hängt. Gut. Kann man Großer Barsch? Was? Großer Barsch? Das ist ein Barsch. Großer Barsch? Ich weiß das da auch nicht, Freddy. Kann ich dir gleich sagen, wenn der hier auf der Matte liegt. Ja, muss ich Kescher holen oder? Ja, hau mal. Ja, okay. Also es ist Viertel ist auch ein Sander. Aber glaube ich nicht. Der macht mich nervös, Christoph hier. Ich habe schon 2-3 Mal hier mit Stress hier gecachert und dann war es ein 60er Hecht. Deswegen sage ich auch, kann auch ein Viertel sein, ich weiß nicht. Ja, aber schüttelt sich wie ein Barsch und fühlt sich schwerer an als vorhin. Ich bin ja noch gar nicht kalibriert, wir haben noch gar keine großen gefangen. Du bist schon kalibriert, ey, geil. Och Mensch, Christoph. Barra. Ja. Und der hat mit mir zusammen Thunder Pro gewonnen, muss man überlegen. Jetzt erzählt er mir hier einen vom Barsch. Aber er hat ihn nett auch schön gefressen. Wir fangen ohne Fand er Ende nett. Fische heute, Christoph. Ja. Aber was ist mit den gleich wieder Großen rein. los? Weiß ich Dafür nicht. kennt man uns nicht, Christoph. Es gibt Hate im Internet. Wir wollen auch mal zeigen, wie facettenreich wir sind, oder? Da heißt es wieder, nimmt man denen das Live-Scope weg, fangen die nur noch kleine Zander. Christoph, Ja. streng dich mal ein bisschen an. Okay. Ja, Spaß beiseite. Wir fangen wirklich viele Fische heute, aber es ist erstaunlich, wie wenig große Barsche auch heute in der Gruppe gemeldet wurden und wie wenig bei uns hier vor allem im Boot gelandet sind, was das Schlimmste an der Sache ist. Wir fischen hier verschiedene Spots, Muschelbänke, Fundamente von Tonnen. Wir fischen steile Fahrwasserkanten, wodurch die Frachtschiffe ständig Sediment aufgewirbelt wird, wo die Barsche also aktiv fressen. Aber so richtig aktiv sind sie gerade nicht. Aber wenn die Mittagsphase gleich durch ist, glaube ich schon, dass wir den noch kriegen. Müssten wir eigentlich. Naja, aber da stehen die Barsche halt mit zwischen auch, ne? Eigentlich schon, ne? Wenn sie da stehen, und das tun sie ja. Alter, was ein Schneid, was ein Einschlag. Das ist ein Hecht. Das geknallt im Stock, hast du das gesehen? Als der den genommen hat. Ja, gesehen Hat die Hutenspitze noch 2 Sekunden nach dem Biss gewackelt. Also am Anhieb gewackelt, wollte ich gerade sagen. Dafür ist er klein. Auf den Metal. Den fressen die. Lieben die Hechte. Der Unterschied zwischen dem Crankbait-Fischen, was wir vorhin gemacht haben, ist, dass wir jetzt tiefer angeln. Das ist jetzt so 7 Meter, 8 Meter. Der Crank kommt gerade nicht auf den Grund. Und ein super Köder von Nace, da gibt es 2. Einmal den Looper, das ist ein Plastikköder, ein Lipless Crankbait. Oder der Metal. Der Metal geht noch mal ein bisschen schneller und tiefer runter und fällt schneller. Und ja, beides Top-Köder für die Situation. Ich jig die am Grund und es funktioniert. So. Was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder ein Zander, ne? Ja. Oh, ja. Ich sag's dir, gleiches Schluss mit Net, Christoph. Wie bitte? Gleiches Schluss mit dem Net, Rick. Da ist er. Team Nace steht voll im Fisch, aber Fritten. Aber es macht Spaß. So, das habe ich eben gerade erklärt. Für den Crankbait, den wir heute Morgen gefischt haben, den fischen wir so bis 6 Meter Wassertiefe, von 3 bis 6. Der sollte mit der Schaufel immer im Boden rattern, in den Muscheln drin. Wenn es ein bisschen tiefer wird, hat man die Chance, die beiden Köder zu fischen. Das ist einmal der Looper oder der Metal. Den Looper, den jigge ich genau wie den auch. Der fällt ein bisschen langsamer, der Looper. Manchmal will man, dass der also langsamer fällt, der Köder. Und manchmal, wenn ich so ein bisschen überbleit und schnell und aggressiv fische, dann nehme ich den Metal. Und all diese Köder funktionieren gut. Christoph drillt den nächsten Fisch. Nee, ist weg. Ist weg, okay. Und ja, wir gucken mal, was hier noch so passiert. Auch wenn die Upgrades ausbleiben, auf dem Nace-Boot ist viel los. Bei S-Asch lässt sich der bisherige Nachmittag dagegen sehr prägnant zusammenfassen.
It's horrible. We have a really complicated day. We don't know what we do wrong also. We don't understand the fishing. So yeah, we try a little bit the talu, we try it deep, we try on the shallow, and we don't arrive. So it's really complicated. We have just one fish until this morning, so that's not enough. Really not enough. We're gonna try to continue, but it's really disturbing for us. That's it. That's fishing also. Oh, was schenke ich meiner Freundin bloß zum Valentinstag? Wir machen den Februar zum Monat der Liebe bei der Anglerschmiede. Alle Online-Kurse zum Angelschein für nur 69 €. Bayern und Hamburg sind abweichend. Sicher dir jetzt deinen Deal? Übrigens gilt das Ganze auch für Gutscheine. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Jeder spricht immer über die besten Köder, doch ich spreche heute über die besten Tools. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Tools wie einem Totschläger und einem Messer gibt es natürlich noch weitere wichtige Werkzeuge am Wasser. Dazu gehören vor allem die vernünftige Lösezangen, aber auch eine Schere, eine Sprengringzange, eine kleine Hakenfeile dürfen nicht fehlen. Und für mich ein super Gimmick am Wasser ist hier so ein Magnetclip. Damit habe ich zum Beispiel meinen Kescher am Bellyboot befestigt oder meinen Landehandschuh griffbereit an der Tasche. Diese und weitere Tools findet ihr in der LMAB Range. Top-Qualität, modernes Design zum fairen Preis. This is the first time I cast this bait, Mirasu Mouse, CWC bait. Looks like mouse? Yeah. Makes a lot of pressure on the water. Very loud. Nothing in Japan. That's funny bait. Oh, looks like pig. Baby pig face. CWC Rex and Evat, he said, very good bait, pike fishing. Ungeachtet des Resultats hat Ken offensichtlich Freude an seiner Europatour. Bei Ilex will weiterhin nicht so recht Stimmung aufkommen. I do it, it's really small. I think it's even too small. Maybe yes, maybe. Okay, heute sind sie klein, die Zander. Im Training waren sie deutlich größer. Einmal vorne dran und der hat 42,5. Also 43. Einmal kurz für die Kamera nochmal und dann darf der gleich wieder zurück. Gestartet bin ich mit einem Magic Slim Shad. Mittlerweile habe ich auch einen Peps drauf. Der ist jetzt hinüber. Der hatte beim Training schon einige Fische gefangen. Der Ganki Peps in 9 cm. Rick konnte den ersten Fisch da drauf fangen. Deswegen bin ich gleich umgestiegen. Bisschen eine andere Farbe wie Rick, aber derselbe Köder, selbe Vibration. Ist ein ganz schmaler Gummi mit einem recht großen Teller und einer ganz weichen Gummimischung. Also bei leichtem Zug fängt er schon an zu arbeiten und wir versuchen den Köder hier ganz langsam über den Grund zu führen. Immer wieder Steinkontakt zu haben. Und da benutzen wir den Ganki G-Foot, also der sogenannte Football-Kopf, also kein klassischer runder Kopf, sondern wie so ein Football ist der geformt. Und das hat den Vorteil, dass wenn ihr die Steine berührt, dass der Köder nicht so leicht umkippt. Er bleibt ein bisschen stabiler. Und das hat bis jetzt 2 Zander gemacht, leider sehr klein. Wie immer waren die Fische hier im Training deutlich größer, aber gut. Don't try to win practice, sagt man ja so schön. Jetzt haben wir aber immerhin auch mal 2 Zander gefangen. Vielleicht versuchen wir gleich mit ein bisschen größeren Köder noch einen größeren Zander zu fangen. Aber jetzt mache ich erstmal noch ein paar Würfe mit dem Ganki Peps. Ja, krass, dass Ino so gut gefangen hat und Frank keinen einzigen Fisch. Ja. Du weißt ja, was manchmal ist. Ich weiß ja, dass es manchmal ist. Ja. Fisch? Ja.
Der ist besser. Der ist besser? Ja. Dicke Kopfstöße. Boah, ja, das ist ein dicker. Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten, wie das manchmal ist, wenn einer fängt und der andere nicht. Das ist ein dicker. Ja? Ja. Jawohl! Sehr gut. Das geht in die richtige Richtung. Razor Louis! Ich wusste es. Razor Louis, Mann. Der Platz liefert. Mann, geil. Super. Boah, da hat man sofort gemerkt an den Kopfstößen. Das ist schon mal der Hecht, den wir haben wollen. Ja. Das ist schon mal ein guter Hecht. Sehr geil. Da haben wir ihn. So, ist er dran? Ja. 90. 90 Punkte, 90er Hecht. Das kann sich schon mal sehen lassen. Den lassen wir schnell schwimmen. Danke, danke. Boah, ist richtig schön fett. Guck dich das mal an. Der Bauch. Oh, der will schon weg. Geil! Oh. Ah, jetzt haben wir ihn. Schon mal einen Sehr guten gut. Hecht und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen aber auch Gas geben, weil die anderen fangen jetzt an. Also Ja? Team Ilex hat jetzt noch 2 Zander gefangen. Also nachdem ich die komplett vergessen hatte über den Vormittag, haben die jetzt schon echt gut gefangen. Also die haben 2 gute Barsche, jetzt haben sie 2 Zander. Freddy hat jetzt noch einen Zander gefangen, das heißt, die haben jetzt auch die Fullcard erstmal. Also wir müssen uns ranhalten. Also wir bräuchten noch so einen Hecht mindestens von dem Kaliber, damit wir dann am zweiten Tag uns wirklich um die Barsche kümmern. Ja, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Im Schnitt sind Hecht- und Zanderpunktzahl damit grundsolide und Team Monkey Lures erobert außerdem Rang 2 zurück, auch weil Inno und Frank eine längere Durststrecke erleben. Wir sind auf dem Weg jetzt auch noch mal angehalten, an einer Stelle, wo wir heute Vormittag schon waren, also in Folge 1, und nichts gefangen haben. Da wir jetzt über den Tag ja auch ein bisschen was dazugelernt haben, was einmal nochmal Führungstechnik angeht, was die heute offenbar besser finden. Und wir eigentlich Vertrauen auch in diese Stelle haben, dass sie ein bisschen bessere Barsche kommen können. Das versuchen wir jetzt hier mal eben kurz, 10, 15 Minuten, weil das halt auf dem Weg liegt. Ja, wir haben bei den Barschen natürlich echt noch Punkte liegen, bei den Hechten theoretisch auch, wo leider eben keiner mehr kam. Deswegen war unsere Idee jetzt, dass wir es auf Barschen noch mal probieren erstmal. Oh, das ist gut. Raté. J'ai une touche, Steph. Poisson, poisson. Wow. Wow, c'est a joke. I think it's a joke. Un petit broc. Allez, on fait vite. 58. Finally, after a long period without no bite, nothing. Small pike, 58. On the shallow, but it's not enough. We know. We expect a lot more. But at least it's one fish, one contact. So we're gonna go for bigger one. Fisch, großer Fisch. Barsch. Als schöner Biss, ganz ruhig geschliffen. Sehr schön, ganz ruhig. Geil. Ja, ich lasse jetzt auch. Oh, guter Fisch. Oh, das wird kein Barsch sein. Okay. Ja. Also wenn es ist eine Maschine. Das ist wahrscheinlich ein Fuchs. Was sehe ich dazu? Ja, ich sehe noch gar nichts. Welchen Zander? Ein schöner? Runter? Nee, nicht auch ein schöner hier. Was für ein Hecht, ey. Oh, was für ein Hecht. Frank, Alter. Das sind auf jeden Fall 20 Punkte für uns. Ja, was für eine Maschine. Ja. Das ist eins der besten Upgrades, die wir hätten haben können. Was für ein Biest. Oh, das ist ein Barsch hat sich jetzt richtiger Ochse. ganz unten wieder schleifen, ganz das langsam schleifen. weg. Zup, 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 bam. Das ist ein Meterfisch, Frank. Inno. Junge, Ja, schön. gut, dass wir uns hier nochmal versetzt haben. Ja. Oh.
Vorsicht. Oh. Ja, ich pass auf. So, typisch. Maßband ist hier drunter. Ja. Okay. Wir sind soweit. Okay. Ja. Das ist dünner Hecht. Boah, aber ein toller Fisch, du. Ja. Guck mal ran, der ist Meter. Bist du vorne dran? Ja. 1,3,5 Meter. Nochmal 1,4 Meter. Ja, schön. Meter 4? Yes, Meter 4, Mann. Okay. Ja, auf dem Barschspot. Hier lauern natürlich die Hechte, deshalb immer hechtsicher angeln. Ja. Mit der Titanspitze, das ist ganz wichtig. Haben wir gestern Abend noch gebunden. Wir wollten den Hecht haben, jetzt haben wir ihn. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Barsch. Okay, so, Release, ganz schnell zurück. Schöne lange Tier. Ah, ja. Oh, Mann, die sind die richtig fit. Fast so wie Ino. Hey, toller Fisch, ja, richtig super. toller Fisch. Mann, schön. und das ist jetzt Ja. so wichtig, das sind 25 Punkte. Ja. Jetzt haben wir zweimal 1,4 Meter. Richtig starker Hechtschnitt. Ja, und diese Schleifen, ne? Das ist es. ja. Also haben wir jetzt über den Tag festgestellt, so langsam es geht, diese Dinger über den Grund zu kratzen. Scheint heute am besten zu funktionieren. Ganz langsam. Also ist auch der Hecht jetzt eingestiegen. Ja? Der muss auf dem Grund rumkrauchen und irgendwie auf dem Boden alles aufnehmen, wie die Barsche auch. Und war der Fall ganz leichter Biss und dann bam. Ja, du dachtest, der ist ein Barsch, ne? Und Ja, dann aber stand der einfach Barschlinge, nur. aber, ja. Geil. Aber guck mal, also das ist mit das beste Upgrade punktemäßig, abgesehen vom Zander, ne? Was wir jetzt kriegen Man können. merkt schon, Aktivität vom Hecht ist da heute. Also Ja. da haben wir ganz gute Spots erwischt. Gut, Zander fehlt uns. Genau. So, weiter. Vielleicht noch ein Barsch, Leute. Daumen drücken. Oh, ich freue mich, Mann. Schön. Der Steuermann und der Angler sozusagen. Ja. Kleine Randinfo. Frank und Inno kannten sich vor diesem Turnier nicht. 2 stürmische Trainingstage und damit verbundene Nahtoderfahrungen, vor allem bei Inno, haben aber offenbar in kürzester Zeit eine solide Vertrauensbasis entstehen lassen. Deren Hechtpunktzahl ist spätestens jetzt natürlich à la Bonheur. Zumal am River Day tendenziell kleinere Exemplare zu erwarten sind. Das wissen auch die Konkurrenten. So, Freunde, die letzte Stunde hat angefangen. Wir sind weiterhin auf Mission. Dicker Hecht. Wir haben jetzt noch während des Spotwechsels gesehen, dass Frankie vom Bär 1 Boot Center noch einen dicken gefangen hat. Der zweite 4 Meter für die. Das ist richtig stark. Ja. Richtig stark. Und ja, wir sind zufrieden mit dem Tag, aber wir wissen, wenn wir hier wirklich reelle Chancen haben wollen, dann brauchen wir größere Fische. Ja. Und deswegen, wir pokern jetzt nur noch auf einen großen Hecht. Und ja, fingers crossed, dass heute noch der Big Fish Flachmann hier rauskommt. Wir geben alles. It's unbelievable. How is it possible? It's unbelievable. It was a solid fish again. Every fish gets away. Every fish gets away. Unbelievable. Good job. Too small. Measure it. We never know. 20. 2 centimeters more. Skirtet vielleicht? Da, Barsch. Ist Barsch? Ja. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die alle her? Sie lieben die Craw. So sehr. Da muss doch ein Barsch drauf beißen. Ich glaube es nicht. You are killing it today. Ja, gut. Okay, let's go back to the put. Kleiner Zander, legen wir gleich mal hier auf die Matte. Boah, der hat 49,5. Fast 50 sogar, also genau, sagen wir 50. 50er Zander. Ja, auch kein Riese. Aber immerhin. At least it's number 3.
Oh Gott. Fisch. Geankert. Nach links oder? Da ist er. Ja, Mann! Wir haben gerade noch diskutiert, wer den Real Vibe fischen darf. Luis hat gewonnen und wir hatten recht. Der Köder liefert. Ja. Junge, geil, du Maschine, ey. Sehr schön. Leider noch nicht B1-Qualität, muss man sagen, aber egal. Mein zweiter Fisch auf dem Real Vibe heute. Herrlich. 85. Oder? Ah ne, guck mal. Berührt die halb. 86 Zentimeter. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für deinen Besuch. Kleiner. Ist noch nicht ganz verstanden. Jetzt hat er es verstanden. Sehr schön. Nach Sichtung des Videomaterials wird der Hecht mit 85 Punkten gewertet, ändert aber nichts daran, dass Monkey Lures wieder auf Platz 2 vorrückt. Für das Schlusslicht dagegen wird die Luft allmählich dünn. Gerade mal 60 Minuten bleiben, um den Worst Case noch zu vermeiden. I mean, it's the worst week of fishing in my life. I can tell you. No catching. It was a good time, but no catching. Super tough today, and I can get a bite, but very. But you have an asp. Oh yeah. Not one. I don't one bite, one asp. I have 0. Yeah. Yeah. Over the minimum this time. Yes. Oh, take it. Over the minimum. Yes. Yes. I told you. Good job. Good job. How you doing it? I told you. Never give up. Such a beautiful perch. And for sure, now it's over the limit. He took the bite. See, he took it all. It's like this. 31, okay. Let's release it. So Leute, da unsere letzte Stunde läuft, lasse ich das Live jetzt einfach mal mitlaufen. Kann nicht schaden. Wenn wir auch gerade überhaupt nicht im Live angeln, aber vielleicht sehe ich mal irgendwo was schwimmen, was ich anwerfen kann. Mal gucken. Unglaublich. Da, verdammte Nein! Ah, das war ein guter Biss, ey. Fisch. Digga, Barsch. Digga. Digga, klar, komm. Kescher. Das ist kein Monster-Barsch, aber schöner Schüttler. Christophorus, hast du aber gut gemacht trotzdem. Ja. In Ordnung. Ist in Ordnung. Damit lasse ich dich in Ruhe. Nach einem sinnlosen Zandergeangel heute von dir. Okay. Darf ich den nett nach dran lassen, ne? Ah, ich würde das nächstes Jahr wieder mit dir fischen, das Turnier. Danke. Das ist der Ritterschlag. Erzähl das doch mal mit dem Pferd, Christoph. Ne? Wie war das noch?
Gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ja, aber du hast ja so Druck gemacht. Dann bin ich doch noch mal gesprungen hier. So, auf den Net hier. Und ein Barsch, über den freuen wir uns heute, auch wenn er nicht ganz so groß ist, wie wir ihn eigentlich gerne haben wollen. Ja, 39, haben wir schon gesagt, das läuft hier heute nicht so, wie man es gewohnt ist von diesem Gewässer. Deshalb sind wir damit sehr glücklich, da noch mal ein paar Punkte mehr gehabt zu haben jetzt. Haben wir mehr Punkte durch? Ja, 34 hatten wir vorher. Stimmt. Geiles Muschelfeld hier, ne? D1 nochmal ein Hecht mit 104. Ne. Mhm. Vor einer halben Stunde. Haben wir den? Ja, das ist eklig. Gefährlich, gefährlich. At least we can, you see, I just said I have no idea. Now I have an idea. At least we can show that I have a watch on. That I can tell exactly that in 20 minutes our fishing time is over. And today, unfortunately, our slogan of the company is not working. In German it's andere labern, wir machen. In this case, we were just talking on that boat for 8 hours. Ken caught one fish for the scoreboard, one asp, that's it. I got one bite. It was reasonable to come here. Ja, Fisch. Aber der nächste Hecht. Ich hab geankert. Bis hier. Er ist schon da. Weg. Wäre eh keine Verbesserung. Wäre keine Verbesserung? Nee. Egal. Glaube ich, ein Hecht. Ja, oder? Kleiner Hecht oder gut. Ja, Sicherheit. Ja, kleiner Hecht. Kleiner Hecht. Kleiner Hecht. Trotzdem Petri, schöner Fisch, Mensch. Danke. Ich mal schnell zurück. Dann habe ich auch, glaube ich, meine Schnur wieder. Jo. It will count. Yeah, but I think we don't need it, this one. No, but it's better than no fish. Yeah, it's true. Im YPC Bank war sowas Gold wert. Hier heute wahrscheinlich nicht. Aber 25. Kann mir keiner sagen, dass 7 Teams nicht einen großen Barsch zusammengeangelt kriegen. 14 Angler. Da ist er. Besserer Barsch. Nee, doch nicht. Kein besserer, aber es ist ein Barsch. Ja? Ja, das ist ein Barsch. Vielleicht doch auf den Skirted, ne? Das war kein Upgrade. Das ist, glaube ich, kein Upgrade, oder? Doch. Ja, vielleicht. Warte mal bitte. Der Skirted Jig, das ist echt so ein Game Changer, das Ding. 37,5er, also ein 38er. Aber macht Spaß, wenn man jetzt endlich ein paar Barsche kriegt. Und auch so vom Gefühl her, vielleicht ist es auch ein bisschen der Köder. Denn da hatte ich vorher schon hingeworfen mit anderen Ködern. Aber der hier hat's gerichtet. Ah, schon auffällig, Christoph. Ja. Ja, Perch. Relax. Okay, good job. And it's already loose. Unbelievable. Finally, I also found myself a perch. It is 37. It's not the biggest, but... That's it. 4 o'clock. Whew. What a tough day. What a tough day. It's incredible, huh? River Day must be really solid for us. I hope so. Oh man, crazy. I hope so. Crazy. Yeah. For us, it was not the perfect day of fishing. We did what we could do. What we could, yeah, but we lost too many big fish, and the other guys already have some big fish on the board. So River Day must be solid. So pikes and big zander. That's it. See you on the River Day. Bye. Bye.
Tough. As Ken says, tough. Very, very fucking tough. Disappointed of the day? Yes. We should have 3 fish. We lost 2. But in the end, that's fishing. Would be more nice to have more fish on board, but still, we enjoyed. Yeah. And now we going for a good rest. So the lake is over. It was really, really bad for us. We catch nothing, no bite, nothing. So we make a wrong choice. The colleague catches really some on the other lake, so we make a wrong choice, that's for sure. Congrats to them, and we hope to do much better to the river. But for us, it's 50% out. So wrong choice. That's it. Thanks for watching. Sorry for the bad series. Sorry. Tag 1 ist vorbei. Wir können eigentlich zufrieden sein mit den Fischen. Wir haben die Zander bekommen, die wir unbedingt haben wollten. Die Barsche, ja, die Qualität war jetzt nicht die beste, aber wir haben viele Fische gefangen. Der Plan ist aufgegangen mit den Sachen, die wir machen wollten. Sei Schleppen, Zanderjiggen oder das Hechtangeln. Man kann sich die Größen oftmals nicht aussuchen. Ja, so ist das halt, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben. Wir haben eine gute Position, um uns zu verbessern im River Day. Dort hoffen wir auf dicke Barsche. Also jetzt nach diesem Tag wissen wir, was zu tun ist. Wir werden noch unsere Hausaufgaben machen. Wir haben morgen noch mal einen Trainingstag. Und ich bin mir sicher, wir werden noch ein paar schöne Fische sehen am zweiten Tag. Also drückt uns die Daumen. Team Monkey Lures versucht dieses Jahr ins Finale zu kommen. Hat mir Spaß gemacht, War wieder ein super toller Tag. Leider ohne Big Fish Flachmann, aber vielleicht heute Abend noch mal einen kleinen Schnaps oder sowas. Ne? Genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Warte, ich würde sagen, das Boot hat performt. Du natürlich auch. Richtig Boot gut. hat performt, ja. Ja. Ja, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns auch in Folge 2. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja, ja. Mit dem Wetter wird es nochmal richtig kritisch. Da müssen wir auch nochmal mit dem Orga-Team ins Gespräch gehen, was die sich so überlegt haben. Und dann von da aus weiterdenken, wie wir es mit den Zandern lösen. Ne? Das genau. steht auf dem Plan. Idealerweise natürlich noch mit einer Barschoption für Upgrades. Ja gut, ja, Barsche sind nicht so die größten Zander. Also Gratulation natürlich im Team. Erster Tag ist ja das Scoreboard offen. Also wir können in der WhatsApp-Gruppe sehen, was wir gefangen haben. Freddy natürlich wieder abgeliefert. Team Nace wirklich stark, ja. Ja, super. Auch genau wie Luis und sein Partner. Monkey Lures auch gut gefangen. Top. Genau, Ken hat einen Fisch gefangen, hat uns gefreut. Ja, mit dem haben wir die letzten Tage verbracht. Der war mit uns unterwegs, weil er sich hier nicht so gut auskennt. Also ja, congrats Ken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Genau, also, fast im Korb. Ciao, Ino. Ach ja, Christoph, das war eigentlich ein sehr guter Angeltag für uns. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich denke, dass wir irgendwo Platz 1 sein sollten, mit Fischen, die wir aber auf jeden Fall alle upgraden müssen. Alle nicht, ne? Nicht alle. Der Zander, der eine kann stehen bleiben, der eine Hecht kann stehen bleiben. Ja. Ja, aber wir haben echt was zu tun für den nächsten Tag. Ja, aber es wird schwer, das abzuschätzen und einen verlässlichen Plan jetzt zu machen. Der Wind wird sehr, sehr viel stärker werden. Morgen wird kein Trainingstag, so wie wir ihn eigentlich mit in unsere zeitliche Planung einkalkuliert hatten. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem, was wir an Informationen und Wissen haben, gucken, was passiert. So sieht's aus. Danke fürs Zuschauen. Folgt uns bei der nächsten Episode. Ciao, ciao. Bis bald. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Einige Teams hatten sich auf dem Großgewässer deutlich mehr erhofft. Freddy und Christoph sind ihrer Favoritenrolle absolut gerecht geworden, werden aber dennoch nicht überheblich in den River Day starten, denn völlig unschlagbare Fische sind bislang nicht im Kescher gelandet. Für Nace und mit leichten Abstrichen auch für Monkey Lures spricht, dass alle 3 Zielfischarten bereits doppelt in soliden Größen gefangen wurden. B1 kann dafür auf dem klar besten Hechtscore aufbauen, während alle anderen Teams eine Herkulesaufgabe vor sich haben. Elix Skunky, Livingston und S-Ash waren immerhin die Chance auf die Fullcard. Bei Chrono Cash dagegen stehen die Zeiger auf 5 vor 12. Eins kann ich euch
trotzdem versprechen. Das Schnitzel in Gruppe A ist noch nicht endgültig paniert. Nächste Woche geht's aber erstmal weiter mit dem Auftakt in Gruppe B, wo euch nicht nur einige wilde neue Bootsbesatzungen erwarten, sondern auch die ersten richtig kapitalen Räuber dieser Staffel. Schaltet am kommenden Sonntag um 18 Uhr wieder ein. Danke fürs Zusehen und ciao.